Willkommen zum nächsten Hardware-Unboxing. Heute packen wir eine SSD aus, und zwar das Modell M6S von Plextor. Das gute Stück ist Entry-Level. Was das mit dem Entry-Level genau auf sich hat, erkläre ich euch, wenn wir in die Packung gucken. Gucken wir erstmal ein bisschen aber auf die Theorie. Warum macht eine SSD Sinn? Eine SSD macht für mich, also meiner Meinung nach, am meisten Sinn, wenn man einen Laptop oder ein Netbook damit aufrüsten möchte. Und zwar zum einen, die Geschwindigkeit ist höher als bei der Festplatte. Das gute Stück spart zum anderen wesentlich mehr Strom als eine Festplatte. Hängt damit zusammen, erstmal heutige SSDs, das Modell hier zum Beispiel, verbraucht wesentlich weniger Strom als eine HDD. Und dadurch, dass eine SSD schneller die Daten zur CPU schicken kann, hat sie auch mehr Zeit zum Rumeideln. Eine HDD läuft die ganze Zeit, weil konstant immer wieder Daten runtertröpfeln zur CPU rüber, und der hier, der kann einfach die Daten nehmen, zur CPU schieben, und solange wie die CPU mit den Daten arbeitet und keine neuen nachfragt, kann er sich wieder in den Idle-Zustand zurückbegeben. Also Strom sparen auf zweierlei Weise, gibt längere Akkulaufzeit und sie hält mehr Kräfte aus. Gerade Leute, wer so mit dem Netbook unterwegs ist, viel damit macht und das Ding auch mal vielleicht im Stehen anschaltet, Festplatten haben das eigentlich nicht so gerne, dass man ihre Position ändert, während sie laufen oder wenn man sie in Betrieb nimmt. Bedeutet, eine Festplatte läuft sich ein, nenne ich das mal, in einer bestimmten Position, und danach möchte sie die Position eigentlich nur ungern verlassen, das kann zu Schäden führen. Ist dem Ding egal. Warum? Wenn die Kräfte nicht gerade so groß werden, dass man eine Kaltverformung hat, also sprich, dass ihr das ganze Ding zerstört, interessieren Kräfte in irgendeiner Richtung das nicht. Es gibt ja keine beweglichen Teile, es sind ja nur Chips. Es gibt aber auch einen Nachteil bei der ganzen Geschichte, und zwar die Haltbarkeit. Eine SSD macht nur eine bestimmte Anzahl von Schreibzyklen mit, und das ist dann schon, macht das Ganze dann schon wieder ein bisschen blöder, sag ich mal. Also da braucht ihr immer noch eine HDD oder so, um eure Daten regelmäßig zu sichern, beziehungsweise mal drüber zu schauen, dass ihr halt immer wieder ein Backup habt. Macht trotzdem Sinn, SSD-technisch, für meiner Meinung nach, weil gerade im Arbeitsbereich sollte man sich das überlegen, wie viel Zeit kann ich sparen, wenn ich eine SSD einbaue, wie viel Strom spare ich, wenn ich eine SSD einbaue, und wie hoch sind die Kosten, die ich dann auf das Jahr gesehen spare oder auf den Betriebszeitraum der SSD spare. Wenn das natürlich höher ist als der Kaufpreis der SSD, also ein größeres Sparpotenzial da ist, als ihr investieren müsstet, ist es immer eine gute Idee, eine SSD anzuschaffen. Kommen wir mal spezifischer zum Modell. Was macht das gute Stück so interessant? Es ist SATA 1 bis SATA 3 kompatibel. Das heißt, ihr könnt mit dem SATA 1 Anschluss 1,5 GB die Sekunde bis hin zu SATA 3 6 GB die Sekunde alles abdecken. Hat dadurch auch ein relativ breites Einsatzfeld. Und generell, Entry-Level hatte ich vorhin schon mal gesagt, es ist damit nur 3 Jahre Garantie auf dem Stück. 3 Jahre Garantie sind aber immer noch 3 Jahre, wo man sagt, okay, die 3 Jahre, wenn die das aushält, ist gut. Und ihr müsst halt sehen, wir haben die auch im Entry-Level nur in, ich nenne es mal, kleineren Größen verfügbar. Wir haben die 128 GB, die 256, die ihr jetzt vor euch seht, und die 512 GB Varianten davon nur am Markt. Kostenpunkt von der 256er ist jetzt um die 130 €. Je nachdem, wo ihr sie holt, welcher Anbieter und natürlich der Tagespreis, kann es da Abweichungen geben. Aber generell zu dem Zeitpunkt dieses Videos war das so. Ich poste euch auch den aktuellen Preis unten noch in die Videobeschreibung. Falls sich da was ändert, ändere ich dann da den Preis entsprechend. Ja, schauen wir zusammen in die Verpackung. Also erstmal nicht wundern, die war schon offen. Das ist ein Pressemodell. Das hat einfach den Punkt, die Dinger gehen halt rum zum Testen, und dann kann man entsprechend wie ich heute die Videos dazu machen. Was haben wir drin? Wir haben einen Quick Installation Guide und Informationen zur Warranty, zur Garantie. Brauchen wir jetzt uns nicht genau angucken, der ist mehrsprachig gehalten. Das eigentlich Entscheidende für uns ist das gute Stück hier.
Erstmal, wir haben die 2,5 Zoll Standardmaße und wir haben eine Höhe von ca. 7 mm. Also wir können das auch genau auf der Verpackung nachgucken. Die Physical Dimensions sind im Endeffekt 6,8 mm hoch, grob gesagt 7 mm. Warum ist der Rest nicht entscheidend? Also warum sind die 2,5 Zoll und diese beiden Seiten nicht entscheidend? Ganz simpel, das sind Standardgrößen. 2,5 Zoll Laufwerke sind immer in diese Standardgröße gezwängt. Für uns, für den Einbau in Laptops oder Notebooks ist nur entscheidend, wie hoch das gute Stück ist. Denn da gibt es unterschiedliche Höhen und damit natürlich unterschiedliche Art und Weisen. Die gesamte Außenhülle von dem guten Stück ist gebürstetes Aluminium. Verringert. Ist damit natürlich sehr gut für die Kühlfläche. Die Anschlüsse liegen wie üblich auch bei Festplatten an der Unterkante. Also ihr habt da auch die entsprechende Höhe, wenn ihr das einschraubt in den Halterahmen und dann einsetzt. Die Höhe ist auch gewährleistet mit den Anschlüssen. Generell die Verarbeitung von dem Ding ist sehr gut. Ihr habt noch, wie ihr seht, keinerlei CD oder ähnliches dabei. Ihr könnt allerdings die Plex Tools auf der Internetseite von Plextor runterladen. Das ist im Endeffekt ein Programm, um die Firmware zu updaten, um den Status eurer SSD auszulesen und um sämtliche, ja, ich sag mal, spezifischen Werte auszulesen, von der SSD-Geschwindigkeit und ähnliches zu kontrollieren. Ich hänge euch dann noch ein Teil hinten ran, da zeige ich euch das Ganze, wie das aussieht und was es euch für Werte gibt. Ja, kommen wir zurück zum Einbau. Ihr seht, das ist gerade sehr, sehr basic. Wir brauchen, wenn wir jetzt davon rangehen, wir wollen den PC aufrüsten, was brauchen wir alles? Wir brauchen einen Festplattenhalterahmen. Im Laptop sind die meistens drin. Wer einen älteren Stand-PC aufrüstet, sollte vielleicht sich überlegen, in die eher Pro-Region reinzugehen. Die ist Kostenpunkt in der 256er Variante um die 150 € und hat einfach den Vorteil, wir haben einen Halterahmen. Wir haben auch 1 Terabyte verfügbar für die Leute, die es gerne hätten als SSD. Aber für mich halt von der Einbauseite her wichtig ist wirklich, wir haben einen Halterahmen bei dem anderen, die ganze Software kommt auf CD und wir haben 5 Jahre Garantie bei der Pro-Version. Sonst eigentlich ist es generell ähnlich. Das einzige ist auch noch so ein Vorteil der Pro-Version, ihr habt eine umfangreichere Software, also ihr habt Software-Keys von Drittanbietern bei in der Packung und ihr habt die Möglichkeit, die Pro-Version zu verschlüsseln. Meiner Meinung nach, für die Anfänger reicht wirklich dieses Modell. Die Pro-Version ist nur was für Leute, die genau wissen, was sie da wollen und die sagen, hey, ich brauche das. Die Verschlüsselung ist natürlich für betriebliche Sachen sehr, sehr gut, also bin ich ein ganz großer Fan von, weil halt das auch Sicherheit schafft. Aber generell für den Heimanwender und die jede Tag Benutzung ist das gute Stück hier schon ausreichend. Ja, wie gesagt, ich zeige euch gleich noch, wie das aussieht mit der Software, also bis gleich. Ja Leute, werfen wir mal zusammen noch einen Blick in die Plex Tools. Das Ganze ist im Endeffekt mehr oder weniger eine Statusmeldung, was eure SSD angeht. Kapazität, wie viel davon benutzt und wie viel frei ist. Er sagt hier SATA Speed 3 GBS, also SATA 2. Wo er die Informationen jetzt hernimmt, kann ich leider nicht sagen, weil laut Acer bzw. laut Identifikationstool, was ich vorher drin laufen habe, hat das Ding hier nur einen SATA 1 Controller, also SATA 1,5 GBS. Vielleicht ist der fähig, SATA 3 GBS zu liefern oder liefert ein klein bisschen mehr, so dass er es erkennt. Kann ich euch nicht sagen, wo das herkommt. Ich habe da 2 unterschiedliche Quellen, deshalb erwähne ich es. Wie gesagt, laut offizieller Acer Produktbeschreibung SATA 1,5 GB die Sekunde. Die Plex Tools erkennt es allerdings mit 3,0 GB die Sekunde. So, wir haben da nochmal eine Erklärung, was die Werte des Plex Tools sind. Dann haben wir hier sicheres Formatieren. Das ist im Endeffekt, wenn ihr das Ding angeschlossen habt, ihr könnt damit die komplett alle Daten von der SSD holen. Ihr formatiert sie halt einfach sicher. Dann haben wir
Firmware-Update können wir mit dem ziehen. Diagnostic Scan, hier haben wir 244,5 Megabyte die Sekunde Leseprüfung und 233,3 Megabyte die Sekunde Schreibprüfung. Dann haben wir hier die Smart Details, da geht es nochmal im Endeffekt auf alle Werte im Einzelnen ein, tabellarisch gesehen. Und die Plex Turbo Funktion steht uns leider mit dem Modell nicht zur Verfügung, die steht nur mit der M6 Pro Serie zur Verfügung. So, das sind die Plex Tools, jetzt wisst ihr auch, was es an Software dazu gibt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Viel Spaß beim selber Schrauben und mit eurer SSD. Grüße, euer Simi.